Ach, Jonas, schön dich hier im Café zu treffen. Ich hatte gar nicht erwartet, dich so früh am Morgen zu sehen. Ich dachte immer, du wärst eher der Typ, der gern ein bisschen länger schläft. Ja, ehrlich gesagt war ich früher ein richtiger Morgenmuffel. Ich konnte nie vor 10 Uhr richtig klar denken. Aber in letzter Zeit arbeite ich an meinen Gewohnheiten. Und dazu gehört auch etwas früher aufzustehen, um mein Leben ein wenig strukturierter anzugehen. Das klingt interessant. Ich versuche auch an meinen Gewohnheiten zu feilen. Ich möchte unbedingt die eine oder andere schlechte Angewohnheit loswerden. Weißt du, man hört ja immer, aller Anfang ist schwer. Und genau so kommt es mir auch vor, wenn ich versuche, meine Routinen umzustellen. Das kann ich nur allzu gut nachvollziehen. Was für Gewohnheiten möchtest du denn konkret ändern? Naja, zum einen möchte ich weniger Zeit mit meinem Smartphone verbringen. Ich ertappe mich ständig dabei, wie ich in sozialen Medien scrolle, obwohl ich eigentlich etwas Sinnvolleres tun könnte. Und dann ist da noch meine Unordnung. Ich schiebe immer wieder das Aufräumen vor mir her. Ich weiß, das klingt vielleicht banal, aber es geht mir auf die Nerven, dass ich so oft in meinem eigenen Chaos sitze. Und du? Ich habe jahrelang geraucht. Und obwohl ich schon seit einiger Zeit damit aufgehört habe, kämpfe ich nach wie vor gelegentlich mit dem Verlangen, zur Zigarette zu greifen, besonders in stressigen Situationen. Außerdem möchte ich lernen, mich gesünder zu ernähren. Ich bin ein richtiger Naschkatzentyp und greife in stressigen Momenten schnell zu Süßigkeiten. Und nicht zuletzt wäre es schön, ein bisschen konsequenter Sport zu treiben. Im Grunde möchte ich einfach einen besseren Lebensstil entwickeln. Rauchen aufzugeben ist wirklich eine große Sache. Viele meiner Bekannten sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hast du spezielle Methoden genutzt, um mit dem Rauchen aufzuhören? Anfangs habe ich es mit Nikotinpflastern versucht, aber das half nur bedingt. Am effektivsten war es für mich, mich intensiv mit den Ursachen meines Rauchverhaltens auseinanderzusetzen. Ich habe ein Tagebuch geführt und überlegt, in welchen Situationen ich besonders das Verlangen nach einer Zigarette hatte. Meistens war es, wenn ich gestresst war oder Langeweile hatte. Als ich das erkannt habe, konnte ich gezielter dagegen steuern. Ich habe dann versucht, Alternativen zu finden, zum Beispiel einen kurzen Spaziergang, ein Glas Wasser trinken, Atemübungen oder einfach ein paar Liegestütze, um den inneren Druck abzubauen. Das klingt richtig reflektiert. Und hat es funktioniert? Es hat lange gedauert und Rückschläge gab es auch. Aber mit der Zeit wurde es immer leichter, denn ich habe Übung macht den Meister wörtlich genommen. Je häufiger ich die Alternativhandlung statt der Zigarette gewählt habe, desto mehr wurde es zur Routine, auf andere Weise mit Stress umzugehen. Und heute komme ich meist gut ohne aus. Klar, ganz frei bin ich nicht, aber ich bin definitiv auf dem richtigen Weg. Das ist wirklich beeindruckend. Bei mir ist es so, dass ich zwar weiß, was ich ändern will, aber mir fehlt manchmal die Konsequenz. Ich nehme mir vor, am Abend mein Zimmer aufzuräumen, aber sobald ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich so erledigt, dass ich mich lieber aufs Sofa lege und Serien schaue. Am nächsten Morgen ärgere ich mich dann wieder über die Unordnung. Wie kann ich da am besten vorgehen? Ein Tipp, den ich von einem Bekannten bekommen habe, lautet: Kleine Schritte führen zum Ziel. Warum nimmst du dir nicht vor, nur 5 Minuten aufzuräumen? Du musst ja nicht gleich alles perfekt machen. Oft ist der Gedanke an eine stundenlange Aufräumaktion so abschreckend, dass man gar nicht erst anfängt. Aber wenn du dir nur vornimmst, ein paar Minuten aufzuwenden, fällst du vielleicht erstmal in einen angenehmen Rhythmus. Und manchmal macht der Anfang Lust auf mehr. Gute Idee. Den Spruch kenne ich auch. Ohne Fleiß kein Preis. Vielleicht muss ich mir einfach selbst mal ein Zeitlimit setzen. 5 Minuten aufräumen vor dem Fernsehen sind besser als gar nicht. Und wenn ich dann schon mal dabei bin, mache ich eventuell länger weiter. Genau, oft ist es nur die erste Hürde, die man nehmen muss. Wenn du erst mal drin bist, läuft es. Ich habe auch gemerkt, dass es hilft, sich zu belohnen. Wenn ich zum Beispiel konsequent eine Woche lang jeden Tag etwas Gesundes gekocht habe, dann gönne ich mir am Wochenende etwas Besonderes. Vielleicht einen Kinobesuch oder ein gutes Buch. Eine Art Belohnungssystem hilft, den inneren Schweinehund zu überlisten. Belohnungen sind tatsächlich ein guter Antrieb. Mein Problem ist nur,
dass meine Belohnungen oft ungesund ausfallen. Wenn ich ein paar Tage weniger am Smartphone war, belohne ich mich mit einem langen Serienabend, was dann wieder dazu führt, dass ich spät ins Bett gehe und am nächsten Tag nicht fit bin. Ich sollte mir lieber Belohnungen suchen, die mich nicht wieder in alte Muster fallen lassen. Wie wäre es denn mit einer neuen Pflanze für deine Wohnung, um eine positive Atmosphäre zu schaffen? Oder vielleicht ein schönes Notizbuch für deine Ziele und Gedanken? Ich habe für mich zum Beispiel das Journaling entdeckt. Jeden Morgen schreibe ich ein paar Zeilen darüber, was ich an dem Tag erreichen möchte. Das hilft mir, klarer zu sehen und mich auf meine Ziele zu fokussieren. Journaling habe ich auch schon probiert, aber irgendwie bin ich nie dran geblieben. Vielleicht sollte ich es nochmal angehen. Man sagt ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich merke einfach, dass es nicht nur um die bloße Entscheidung geht, etwas zu ändern, sondern auch um die mentale Stärke, dran zu bleiben. Das kenne ich. Willenskraft ist wichtig, aber sie ist begrenzt. Die moderne Psychologie spricht ja oft davon, dass Willenskraft wie ein Muskel ist, der sich bei ständiger Beanspruchung erschöpfen kann. Deshalb ist es hilfreich, seine Umgebung so zu gestalten, dass man nicht dauernd gegen Versuchungen ankämpfen muss. Zum Beispiel, wenn du weniger am Smartphone sein möchtest, könntest du feste Zeiten einführen, zu denen du dein Handy in einem anderen Raum aufbewahrst. Oder wenn du gesünder essen willst, kauf keine Süßigkeiten auf Vorrat. Einfach gesagt, mach es den schlechten Gewohnheiten schwer, überhaupt stattzufinden. Das ist ein kluger Ansatz. Die sogenannte Umweltkontrolle kann wirklich einen Unterschied machen. Manche Leute sagen, dass Gewohnheiten wie Pfade sind, die man im Gehirn anlegt. Je öfter man sie nutzt, desto tiefer werden sie. Also sollte ich versuchen, die alten Pfade weniger zu betreten und stattdessen neue, bessere Pfade anzulegen. Aber das ist natürlich ein längerfristiger Prozess. Absolut. Ich finde auch, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzen sollte. Es ist normal, dass Veränderungen Zeit brauchen. Vor allem, wenn es um jahrelang eingeübte Muster geht. Da hilft es, geduldig mit sich selbst zu sein. Ich habe gelernt, Rückschläge nicht als Scheitern, sondern als Teil des Lernprozesses zu sehen. Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben, sagt man ja. Sehr richtig. Vielleicht sollte ich meine schlechten Gewohnheiten auch besser verstehen, so wie du es mit dem Rauchen getan hast. Warum greife ich zum Smartphone? Ist es Langeweile, Unsicherheit, Angst, etwas zu verpassen? Vielleicht sollte ich mir im Tagebuch klarmachen, wann ich besonders oft zum Handy greife und was ich mir in dem Moment erhoffe. Genau das ist eine sehr gute Strategie. Wenn du die Ursache kennst, kannst du gezielt neue Handlungen an die Stelle der alten Gewohnheit setzen. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du aus Langeweile scrollst, könntest du etwas vorbereiten, was dich in diesen Momenten ablenkt. Ein interessantes Buch, ein Sudoku, ein kurzer Spaziergang oder ein Telefonat mit einer Freundin. Mit der Zeit kann sich dann ein neues Muster verankern. Das klingt vernünftig. So betrachtet ist der Weg zu besseren Gewohnheiten zwar lang, aber durchaus machbar. Es ist nur so, dass manchmal die Motivation fehlt. Besonders, wenn man über einen längeren Zeitraum versucht, etwas zu ändern. Die Anfangseuphorie verfliegt und man hat das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Oh ja, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Da hat mir geholfen, mir Zwischenziele zu setzen. Nicht nur das Endziel vor Augen zu haben, wie zum Beispiel nie mehr rauchen oder völlige Ordnung im Haus, sondern kleinere Etappen. Bei mir war es zum Beispiel zuerst nur eine Woche rauchfrei bleiben, dann einen Monat, dann 3 Monate. Jeder dieser Meilensteine fühlte sich an wie ein kleiner Sieg. Stimmt, so wird das große, ferne Ziel greifbarer. Ich könnte mir vornehmen, erstmal nur den Nachmittag ohne Social Media zu verbringen, anstatt gleich zu sagen, ich bin jetzt eine Woche offline. Oder heute räume ich nur den Schreibtisch auf, morgen dann den Kleiderschrank und so weiter. Ganz genau. Außerdem kann es helfen, andere Menschen in die eigenen Pläne einzuweihen. Wenn du Freunden sagst, ich möchte weniger Zeit am Handy verbringen, dann können sie dich daran erinnern oder sogar mitmachen. Du musst nicht alles allein durchstehen. Manchmal ist es auch motivierend, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, so wie wir beide jetzt.
Das stimmt. Es tut richtig gut, mit dir darüber zu reden. Du hast auch so einige Redewendungen und Strategien auf Lager, die ich in Zukunft beherzigen kann. Ich fühle mich gerade ein bisschen inspiriert, heute Abend tatsächlich mal 5 Minuten aufzuräumen, statt sofort die Füße hochzulegen. Vielleicht schaue ich danach nur eine Folge meiner Lieblingsserie, anstatt direkt 3 hintereinander. Das klingt nach einem realistischen Plan. Und wenn du es schaffst, kannst du stolz auf dich sein. Dieses Gefühl des kleinen Erfolges kann dich dann morgen wieder motivieren. Was auch wichtig ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Es gibt Menschen, die scheinbar mühelos ihre Gewohnheiten ändern können. Aber jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, wie man so schön sagt. Das Vergleichsproblem kenne ich. Besonders in sozialen Medien sieht man ständig perfekte Routinen. Menschen, die um 5 Uhr aufstehen, meditieren, lesen, joggen und dann noch ein gesundes Frühstück zaubern. Da fühlt man sich schnell schlecht, wenn man selbst um 8 aus dem Bett taumelt. Aber ich sollte lernen, mich davon nicht beirren zu lassen. Jeder hat andere Voraussetzungen und Ziele. Genau. Ein Tipp ist, sich auf die eigene Entwicklung zu konzentrieren. Wenn du dir anschaust, wo du vor einem Jahr standest und wo du jetzt bist, fällt dir vielleicht auf, dass du schon einiges erreicht hast. Es geht um Fortschritt, nicht um Perfektion. Das gilt für alle Lebensbereiche. Kleine Schritte, stetige Verbesserung und vor allem Verständnis für sich selbst. Das ist leicht gesagt, aber in der Praxis manchmal schwierig. Allerdings, wenn ich an dich denke, hast du es ja auch geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Du konntest deine Gewohnheiten so umstellen, dass du heute ein ganz anderes Leben führst. Das zeigt mir, dass Veränderungen wirklich möglich sind, wenn man dranbleibt. Ja, es war ein langer Weg, aber es hat sich gelohnt. Und weißt du, ich habe gelernt, meine Erfolge wertzuschätzen. Das ist etwas, das vielen Menschen schwerfällt. Sie achten nur auf das, was noch nicht funktioniert, anstatt auch mal auf die Erfolge zurückzuschauen. Wenn du einmal 1 Stunde offline warst, ohne es zu merken, ist das schon ein Erfolg. Oder wenn du den Schreibtisch aufgeräumt hast, ist es ein Fortschritt. Das Wichtigste ist, diesen Fortschritt nicht als selbstverständlich abzutun. Ja, das ist eine gute Erinnerung. Ich sollte wirklich lernen, mir selbst mehr Anerkennung zu geben. Sich selbst zu loben ist nicht arrogant, sondern gesund. Es ist wie ein innerer Antrieb. Wenn man ständig nur kritisiert, verliert man die Motivation. Ganz genau. Und wenn man doch mal scheitert oder einen Rückfall hat, dann ist es auch kein Weltuntergang. Das gehört zum Prozess dazu. Wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern daraus zu lernen. Vielleicht hat es an Selbstkontrolle gefehlt, vielleicht war die Versuchung zu groß. Dann kann man überlegen, wie man es beim nächsten Mal besser macht. Das klingt alles so logisch und sinnvoll. Trotzdem frage ich mich manchmal, warum es so schwer ist, schlechte Gewohnheiten loszuwerden und gute zu etablieren. Es heißt ja, dass unser Gehirn Energie sparen will und deshalb an Altbekanntem festhält. Veränderung ist anstrengend, deshalb sträubt man sich dagegen. Genau. Unser Gehirn ist in vieler Hinsicht noch auf Steinzeit-Überlebensmodus gepolt. Aber wir sind eben auch fähig, uns anzupassen und weiterzuentwickeln. Das braucht Zeit, Energie und manchmal auch ein wenig Kreativität. Manche Leute entwickeln richtige Rituale, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Zum Beispiel, immer wenn ich nach Hause komme, lege ich sofort mein Handy in eine Schublade, um nicht in Versuchung zu geraten. Oder ich stelle mir am Vorabend meine Sportsachen bereit, damit ich morgens direkt loslegen kann. Rituale können helfen, neuen Gewohnheiten einen Rahmen zu geben. Wenn man sie regelmäßig ausführt, werden sie irgendwann zur zweiten Natur. Wie ein Tanz, den man erst mühsam einübt, bis man ihn irgendwann im Schlaf beherrscht. Vielleicht sollte ich mir solche kleinen Rituale ausdenken. 5 Minuten aufräumen vor dem Abendessen, Handy in die Schublade nach der Arbeit, einmal tief durchatmen, bevor ich etwas Unüberlegtes tue. Das hört sich nach einem guten Plan an. Überhaupt ist es wichtig, sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Man sollte sich nicht gleich 10 neue Gewohnheiten aufbürden, sondern 1 oder 2 Dinge fokussieren. Wenn diese dann sitzen, kann man etwas Neues dazunehmen. Sonst überfordert man sich nur.
Da hast du recht. Schritt für Schritt. Ich habe auch gehört, dass manche Experten empfehlen, immer nur eine einzige neue Gewohnheit pro Monat anzugehen. So hat man genug Zeit, diese in sein Leben zu integrieren, ohne sich zu stressen. Das klingt vernünftig. Man muss sich eben Zeit lassen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles schnell gehen soll. Aber persönliche Entwicklung braucht ihre eigene Geschwindigkeit. Manchmal ist der langsame, aber stetige Weg der beste. Auf jeden Fall. Auch sollte ich mich vielleicht mehr mit Menschen umgeben, die ähnliche Ziele haben. Wenn ich sehe, dass meine Freunde sich auch bemühen, gesünder zu leben oder ordentlicher zu sein, motiviert mich das. Wenn aber alle um mich herum in alten Mustern verharren, ist es schwieriger, standhaft zu bleiben. Das Umfeld spielt eine große Rolle. Natürlich kann man nicht sein gesamtes soziales Umfeld austauschen, aber man kann versuchen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Im Internet gibt es mittlerweile unzählige Foren, Gruppen und Communities, in denen Menschen sich gegenseitig unterstützen. Man kann auch einen Kurs besuchen oder eine Selbsthilfegruppe. Gemeinsam ist man oft stärker. Eine gute Idee. Vielleicht schaue ich mal nach einer lokalen Gruppe von Leuten, die ihre Zeit sinnvoller nutzen wollen. Es muss ja nicht gleich eine offizielle Gruppe sein. Vielleicht reicht schon ein regelmäßiges Treffen mit einer Freundin, bei dem wir darüber sprechen, wie unsere Woche verlaufen ist. Ja, auch das kann sehr hilfreich sein. Der regelmäßige Austausch gibt einem das Gefühl, nicht allein zu sein. Und manchmal kann ein Tipp von außen den entscheidenden Unterschied machen. Hast du schon mal versucht, dich mit einem Habit-Tracker oder einer App zu motivieren? So könntest du deine Fortschritte visuell festhalten. Das habe ich mal kurz ausprobiert, aber nicht wirklich konsequent durchgezogen. Vielleicht sollte ich es nochmal probieren. Gerade bei digitalen Gewohnheiten könnte eine App helfen, weil sie meine Bildschirmzeit misst. Dann sehe ich schwarz auf weiß, wie viel Zeit ich tatsächlich am Handy verbringe. Genau. Zahlen und Fakten können einen Aha-Effekt auslösen. Dann ist das nicht mehr nur ein Gefühl, sondern du siehst, wie viele Stunden du pro Tag am Handy bist. Das kann schockierend sein, aber auch motivierend, etwas zu ändern. Aber pass auf, dass du dich nicht zu sehr von Zahlen stressen lässt. Es sollte dich motivieren, nicht deprimieren. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Ich versuche es als Werkzeug zu sehen, das mir hilft, nicht als etwas, das mich runterzieht. Im Grunde ist es wie beim Sport. Man misst seine Fortschritte, um zu sehen, ob man vorankommt. Aber man sollte sich nicht nur über die Zahlen definieren. Richtig. Letztendlich geht es um das persönliche Wohlbefinden. Gute Gewohnheiten sollen dein Leben bereichern, nicht in ein starres Korsett verwandeln. Wenn du dich zu sehr unter Druck setzt, führt das nur zu Frust. Es ist ein Balanceakt. Einerseits Disziplin aufbauen, andererseits gelassen bleiben. Wie man so schön sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Dieser Spruch gefällt mir. Vielleicht kann ich ihn auch als Leitsatz nehmen, wenn ich wieder mal ungeduldig werde. In der Ruhe liegt die Kraft. Also nicht gleich verzweifeln, wenn es nicht sofort klappt. Solange ich dranbleibe, werde ich früher oder später Fortschritte sehen. Genau. Und jeder Fortschritt, egal wie klein, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde, wir haben heute wirklich viele Strategien und Ideen ausgetauscht. Ich fühle mich selbst motiviert, weiterhin an meinen Gewohnheiten zu arbeiten, zum Beispiel noch bewusster auf meine Ernährung zu achten. Ich bin auch total inspiriert. Es hat wirklich gut getan, so offen darüber zu sprechen. Ich habe jetzt einen Plan. Heute Abend räume ich 5 Minuten auf, dann darf ich eine Folge schauen. Morgen früh schreibe ich ein paar Zeilen ins Tagebuch, um mich besser zu fokussieren. Und ich werde auch versuchen, mein Handy öfter in der Schublade zu lassen, besonders beim Essen. Das Auge ist mit. Und wenn ständig das Handy blinkt, kann ich mein Frühstück gar nicht richtig genießen. Das klingt doch super. Kleine Schritte, klare Ziele und vor allem Verständnis für dich selbst. Ich bin sicher, dass du schon bald positive Veränderungen merken wirst. Und wenn nicht alles sofort klappt, sei nicht zu streng mit dir. Danke für die Ermutigung. Und wenn ich mal einen Durchhänger habe, erinnere ich mich an unsere Unterhaltung. Du hast recht. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Mit Geduld und Selbstreflexion kann ich viel erreichen. Ganz genau.
Und wenn du Hilfe brauchst oder wieder einen Motivationsschub willst, können wir uns gern erneut unterhalten. Man muss nicht alles allein schaffen. Gemeinsam sind wir stark, wie man sagt. Darauf komme ich gern zurück. Es tut gut zu wissen, dass jemand Ähnliches durchgemacht hat und versteht, wie schwer es sein kann, eingefahrene Gewohnheiten zu ändern. Ich bin dir wirklich dankbar für dieses Gespräch. Ich danke dir auch. Es ist nicht nur so, dass ich dir helfe, auch ich profitiere davon. Dein Enthusiasmus steckt mich an. Ich werde gleich nachher ein gesundes Mittagessen kochen und mal wieder mein Tagebuch hervorholen, um meine Ziele für die kommende Woche festzuhalten. Das freut mich. Dann lass uns doch ab und zu ein kleines Update geben, wie es läuft. Vielleicht in einer Woche wieder, gleicher Ort, gleiche Zeit? Deal. Ich bin gespannt, was wir dann zu berichten haben. Bis dahin, viel Erfolg mit deinen neuen Routinen. Danke dir auch. Dann bis nächste Woche, Jonas. Bis dann, Lisa. Halte durch, es lohnt sich.